Wieder Drama. Wir haben gebucht über den Strand von den Nachbarn unseres ersten Vermieters eine Bootstour und haben 5000 Rupees anbezahlt. Märkte wie der in Grand Bay oder auch in Port Louis sind große Touristenattraktionen, aber auch die Einheimischen kaufen, gerade wenn es um Handwerksprodukte, wenn es um Nahrungsmittel geht und für die Touristen insbesondere die gefälschten Klamotten von Interesse. Und es erinnert mich doch sehr an meine Aufenthalte in Indien. Man sagt nicht umsonst, dass Mauritius Little India ist. Bankentürme, viele neue Bürogebäude, aber auch Armut und Verfall sind hier dicht beieinander. Und was wäre eine Mauritiusreise ohne die bekannten Bootsfahrten auf die vorgelagerten kleinen Inseln? Let me tell you a story. Also wir sind im Markt von Grand Bay, offensichtlich ein Chinesenmarkt. Hier gibt es alles gefälscht, alle Marken, alle Trikots, alles. Aber ich denke, man muss hier mit einem Einheimischen hin, weil die verlangen dann Preise, die einfach nicht der Realität entsprechen. Wir waren gestern in Port Louis in einem normalen Geschäft, da hat sich der Sohn von unserer lieben Maria ein Trikot gekauft, hat 800 bezahlt. Carlotta wollte jetzt hier vorhin, hat sie nur mal gefragt und dann waren es schon bei 1200. Wir haben hier hinten die Yogahosen gesehen. Das sieht jetzt, glaube ich, wenn ich hier da hinten. Die kosten, das sind Baumwollhosen. Die kommen auch aus Indien hier. Die hat man im Yogazentrum in Deutschland für 30 Euro bekommen. Da wollen sie hier 1500 Rupees. Das entspricht dann auch fast 30 Euro und dafür lohnt sich das dann nicht. Ich glaube, es macht Sinn, wenn man mit Einheimischen unterwegs ist. Es sind nirgends die Preise angezeichnet und die hauen dann halt Dinge raus, die man vielleicht nicht bezahlen möchte. Truo Beach an der Nordküste der Insel gelegen mit öffentlichem Strand und daneben gibt es dann sozusagen den Privatstrand. Am öffentlichen Strand viel Boote, dichtes Gedränge den Tag über. Ich möchte jetzt doch kurz erzählen, was sich dazu getragen hatte, dass wir tatsächlich gestern auf dem Polizeirevier landeten. Als wir in Flicon-Flac angekommen waren, haben wir das Haus bzw. Apartment gesucht, weil es gibt eigentlich so gut wie überhaupt keine Hausnummern und insofern sind wir da rumgelaufen, haben geguckt, wurden angesprochen von einer jungen Frau, ist sehr nett, die uns dann geholfen hat, das Apartment zu finden, die auch den Vermieter angerufen hatte, der dann wiederum gesagt hat, das Haus ist offen, wir sollen einfach reingehen. Und während dieses sehr netten Gesprächs gingen wir eigentlich davon aus, dass sie Nachbarin ist, denn sie kam da auch an der Seite hinter einem Zaun da irgendwie oder hinter einem Tor vor. Und sie meinte dann, ja, nur falls wir Interesse hätten, ihr Bruder, der hätte ein paar Boote und der würde eben diese Touristentouren machen, auch mit den Delfinen, was wir ja vorhatten. Und dann kam später dann noch der Bruder dazu, hat uns dann so eine Mappe gezeigt mit Boot und mit dem Ausflug. Und dann haben wir gesagt, okay, wir überlegen uns das und wir sehen uns. Am nächsten Morgen haben wir ein bisschen weitergeguckt und haben dann gedacht, naja, das war ja nett mit ihr und mit ihm eigentlich auch. Warum sollen wir dann nicht bei ihm buchen? Haben wir den Termin besprochen, die Uhrzeit, den Platz und haben die Hälfte oder etwas mehr als die Hälfte anbezahlt, was ja eigentlich auch verständlich ist, was überall in den Agenturen so ist. Denn wenn er das Boot voll hat, niemand hat angezahlt, dann kommt auch keiner oder es kommt nur die Hälfte, er hat eingekauft und das ist dann blöd. Also haben wir insgesamt 5000 Rupees anbezahlt, was ungefähr 90 Euro entspricht. Und hatten den Termin auf den 8. dann festgelegt. Wir waren zwischenzeitlich ja schon nach Truo Beach, sind dann von Truo Beach gestern in der Früh 5:30 aufgestanden, sind dann losgefahren, 1:20 und waren dann vor Ort in Flicon-Flac. Und an dem Ort, an dem besprochenen, waren viele Boote, waren auch viele Menschen. Die wurden so langsam aber sicher dann eingesammelt und am Ende standen wir da allein an diesem Platz.
Es war dann eine Dame da ich weiß nicht, ob die von einer Agentur war oder ob die von der Stadt war. Jedenfalls, sie hat gesagt, wo wollt ihr hin und mit wem? Da haben wir den Namen gesagt, die Firma. Und dann hat sie nachgeguckt, hat gesagt, es gibt keine Reservation für diesen Liegeplatz. Also er wird nicht kommen. Wir haben dann auch versucht zu telefonieren. Sie hat mit ihm telefoniert. Er sprach dann, er sei mit Klienten irgendwo im Norden. Als nächstes kam dann, ja, das Wetter sei ja zu schlecht. Es hatte zwar in der Früh etwas geregnet, aber um 7:30, als alle losgefahren sind, war das Wetter gut. Ich meine, die wären ja sonst auch nicht losgefahren. Und dann meinte sie nur, ich kenne den, geht zur Polizei. Bei der Polizei, die fußläufig war, stellte sich dann sehr schnell raus, dass dieser Herr bekannt ist. Der Polizist meinte, ja, es seien schon viele Leute da gewesen, um ihr Geld wieder zurückzufordern von ihm. Sie haben ihn dann auch angerufen und dann kam wieder Ausflüchte. Er könne erst um 10 kommen, und weil er sei unterwegs. Und naja, wir sind dann frühstücken gegangen, sind um 10 wieder zur Polizei. Er war natürlich nicht da, dann wurde er noch 2-3 Mal angerufen und parallel dazu haben sie gemeint, ob ich eine Anzeige machen möchte. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn er nicht kommt, dann werde ich halt eine Anzeige stellen. Und 20 Minuten später kam er dann tatsächlich. Und dann war es so, dass er dann gesagt hat, er gibt das Geld zurück, wenn ich keine Anzeige mache. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt sind wir hier in einem Polizeirevier und er sagt nur, er hat mich betrogen und dann will er mich noch erpressen, sagt, ich gebe dir das Geld nur, wenn du mich nicht anzeigst. Die Polizei hat ihn dann in einen anderen Raum gebracht, es wurde dann zwischenzeitlich auch sehr laut. Dann habe ich gesagt, ja, ihr könnt das Geld nicht rausfordern von ihm, oder? Und dann sagen sie, nein, das ist ja eine zivilrechtliche Geschichte, das ist genau das Gleiche wie in Deutschland. Und ja, dann kam er wieder und ich habe dann immer nur gesagt, put the money on the table. Mach das Geld auf den Tisch und dann werden wir sehen. Und dann hat er das Geld auf den Tisch gepackt, ich habe es genommen und habe dann trotzdem die Anzeige gemacht. Sie haben ihn dann gleich mitgenommen und haben gesagt, er bleibt jetzt erstmal hier. Und der Polizist meinte dann, der die Anzeige aufgenommen hat, dass er froh ist, dass ich die Anzeige stelle, weil meistens die Leute dann direkt von ihm sozusagen vorne dran abgefangen werden, wenn sie ihn holen. Dann nehmen die das Geld und gehen, weil sie einfach froh sind, dass sie überhaupt ihr Geld bekommen und alles andere interessiert nicht. Andere wiederum warten gar nicht stundenlang, sondern denken dann, naja, okay, das sind 50, das sind 80, 100 Euro, die sind weg, die sind dann halt weg. Diese angebliche Schwester von ihm stellte sich auch raus, dass das seine Frau ist und dass das ihr Businessmodell ist. Also einer ist wie ein Lockvogel, ganz freundlich, wirklich, wir haben beide, ich meine, wir sind wirklich erfahren und jetzt kann man sagen, ja, Idioten und am Strand. Es war ja eine ganz andere Situation, die sich über einen Abend und den nächsten Vormittag entwickelte, so dass wir das Vertrauen hatten, ja, das ist ihr Bruder und sie wollte ja gar nichts von uns, sie hat nur geholfen. Also vermeintlich wollte sie von uns nichts. Und insofern hatten sie uns eingefangen. Wir haben das Geld bekommen. Er kriegt jetzt, also ich weiß nicht, wie lange er im Knast bleibt, aber ich glaube, die sind hier ziemlich hart. Weil er hat dann geheult und getobt und so. Und die Frau ist komplett durchgedreht. Der Polizist sagte dann noch, dass, wie gesagt, dieses Pärchen bekannt ist. Die machen immer ihre Urlaube in Dubai. Die waren schon in Japan, auf den Seychellen und wo überall. Und jeder fragt sich, wo das Geld her ist. Und das sind halt diese Betrügereien. Jetzt könnte man auch sagen, ja, warum habt ihr ihn nicht vom Haken gelassen? Ihr habt doch euer Geld bekommen. Ja, wir haben das Geld bekommen, aber wir haben natürlich ein paar Stunden verloren. Und ich denke, es geht da dann auch um die anderen, die reinfallen auf solche Leute. Und der Staat hier versucht und macht das auch wirklich das Beste. Sicherheit, Infrastruktur. Es ist unglaublich, wie sich das Land entwickelt. Und da wollen die natürlich auch nicht, dass über solche Betrügereien ein schlechtes Image entsteht. Aber die Polizei kann nichts machen, wenn der Geschädigte es eben nicht anzeigt. Also insofern, falls ihr in solche Situationen kommt,
Schämt euch nicht, denkt nicht, ihr seid blöd gewesen oder sonst was. Es können sich Situationen entwickeln, wo man dann mit bestem Wissen und Gewissen das tut. Er hat ja auch seine Karte gehabt. Das war alles sehr, sehr professionell und der gleiche Preis, auch ein bisschen günstiger, aber nicht viel, eigentlich der gleiche Preis wie bei den Agenturen auch. Ich will nur sagen, macht das nicht. Wir haben wieder daraus gelernt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, beziehungsweise macht alles nur mit offiziellen Stellen, das seid ihr dann auch safe. Wir waren dann um 11:30 wieder draußen aus der Polizei und die waren alle sehr, sehr nett. Es lief auf Englisch, auf Französisch wahlweise, wie man möchte. Und das hat natürlich jetzt dann, obwohl es eine schlechte Erfahrung mit diesen Menschen war, trotzdem dazu geführt, dass ich jetzt eigentlich auch mehr Vertrauen in den Staat habe, in die Polizei, Recht und Justiz. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Wir wurden dann noch durch den Hinterausgang rausgelassen, weil die Frau da noch vor der Tür stand und wilde Flüche aussprach. Und dann hat die Polizei gesagt, komm, lass die toben da draußen, geht hinten raus. Dann sind wir ins Auto gestiegen und wieder gefahren. Haben jetzt natürlich nichts mehr gehört, sind dann wieder zurück zu Hamza, haben einen schönen restlichen Tag verbracht. Und heute geht's weiter. Aber jetzt muss ich erstmal wieder zurückjoggen. Und dann ging es mit dem öffentlichen Schnellbus nach Port Louis, Hauptstadt, rund 150.000 Einwohner, wirtschaftliches, kulturelles Zentrum der Insel. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind günstig. Wir haben für die Strecke nicht mal einen Euro bezahlt und es war eine Dreiviertelstunde. Ich glaube 25 Kilometer um den Dreh. Direkt vom Busbahnhof aus geht's in die zentralen Märkte, auf den Straßen, in großen Hallen überdacht. Es ist ein Gewusel, es erinnert wirklich sehr an Indien. Die Preise sind sehr, sehr günstig. Man bekommt die Lebensmittel, denke ich mal, für den halben Preis wie bei uns auf der Insel. Du hast alle möglichen gefälschten Produkte von Klamotten bis zu Elektronik. Und wie da die Qualität ist, weiß man natürlich nicht, aber zum Teil sieht es wirklich aus, wie wenn es in der gleichen Fabrik wie die Marke runtergelaufen wäre, bloß unter einem anderen Label. Mauritius hat eine eigene Textilindustrie, also die Waren kommen nicht alle nur aus China, sondern es sind auch Eigenproduktionen. Interessant ist zum Beispiel, dass selbst die Schuluniform von Mathilda hier auf Réunion aus Mauritius kommt und dort gefertigt. Überall auch Ersatzteilverkauf aus irgendwelchen Garagen heraus. Der Mann meinte nur, this is Mauritian economy. Gleichzeitig investiert Mauritius massiv in Infrastruktur, Straßen, Brücken, Hafenanlagen, Wasser, Verkehrsnetze. Auch die Inder engagieren sich. Da gab es im vergangenen Jahr 680 Millionen Dollar zur Unterstützung im Bereich Infrastruktur, Gesundheit. Man bemüht sich auch um eine Modernisierung der Strukturen, Korruptionsbekämpfung. Das heißt, es wurden Programme aufgelegt, um Transparenz herzustellen, um die Korruption zu bekämpfen, so dass eben auch Mittel etwa von der Weltbank freigegeben werden. Infolgedessen wird unglaublich viel gebaut auf der Insel. Es müssen Tausende von Apartments sein, die über die Insel hinweg erstellt werden, teilweise in guarded communities. Die haben ein Programm aufgelegt, da kann man für ungefähr 350.000 Euro Eigentum erwerben, bekommt dann die Residency für 10 Jahre gleich mit. Für uns ging es allerdings auf die Île aux Cerfs, die Insel des Hirsches an der Ostküste gelegen. Diesmal gebucht von Maria, die uns mit Callum und Aisha, ihren Kindern, begleitet hat. Wir haben leider irgendwie nicht so das beste Wetter erwischt. Hier ist der Embarkation Point. Das heißt, die Gruppen stehen und warten darauf, dass sie abgeholt werden, wie auch wir. Le Mauricien.
Kaum auf dem Wasser kam die Sonne raus und mit entsprechender Musik und gekühlten Getränken wurde es dann auch sehr schnell recht lustig. Aber das ist eine andere Party als auf Réunion auf dem Schiff, oder? Ja. Da gibt es gar keine Party. Da gibt es keine Party. Da hat man nicht mal was gesagt. Ja. Und mit dem Beiboot einen Abstecher entlang von Mangrovenwäldern hin zu einem Wasserfall. Und das sind natürlich dann auch die Spots, wo sich alle Touristenboote irgendwann treffen. Das ist Luca. Ciao. Hi everybody. Paola. And we were here on this boat on vacation. And we really like it, right? Yeah. So have a great day. Die Stimmung stieg, die Musik wurde immer lauter, sodass man irgendwann echt sein eigenes Wort nicht mehr verstehen konnte. I'm happy to meet some Israeli citizens on the boat on Mauritius. Thank you. Und irgendwann landeten wir dann auf der Île aux Cerfs. Und in kurzer Zeit wurde der Wind immer stärker. Ich habe direkt die Drohne ausgepackt und nach den ersten paar Metern hieß es gleich, kann nicht mehr selbstständig zurückfliegen, Wind ist zu stark. Ich glaube, eigentlich sind es 15 Meter pro Sekunde, wo man mit der Drohne noch arbeiten kann. Auf dem Handy waren es 25 Kilometer pro Sekunde, also far too much. Aber dennoch, sie lag stabil und ein paar Aufnahmen sind dann doch gelungen. Was man so allerdings auch sieht, ist, dass natürlich der Klimawandel hier auch dafür sorgt, dass die Korallen Bleiche erfahren. Aber hier an dieser Stelle, wie auch an vielen anderen, ist einfach nichts mehr im Wasser. Das heißt, die Korallen sind alle weg. Es ist mit einem schwarzen Algenschleim, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, alles bedeckt. Es sind auch so gut wie keine Fische mehr da. Das war vor 12 Jahren, als wir am gleichen Ort waren, noch etwas anders. Es ging dann sehr schnell zurück auf den Katamaran und wir waren kaum angekommen, sagt der Kapitän, es wird regnen, und dann fing es schon an zu schiffen. Unglaublich. Und hörte aber genauso schnell auch wieder auf. Und so ging die Party weiter, bis wir wirklich wieder an der Anlegestelle angekommen waren. Und was wir sonst noch erlebt haben, das erzähle ich euch im nächsten Video.